Mein Name ist Wolfgang Witowetz, ich bin der Projektleiter für den Abbruch des Kraftwerks Hohe Wand hier in Peisching. Wir sind vor dem letzten wesentlichen Schritt beim Abbruch des Kraftwerkes. Wir haben ja ein Jahr lang daran gearbeitet, und zwar ist das der Abbruch des Kamins. Der Grund, warum wir dieses Kraftwerk abgebrochen haben, ist, damit wir Platz schaffen für erneuerbare Energieprojekte. Also auf der einen Seite ist geplant, hier eine große Photovoltaikanlage zu errichten, und auf der anderen Seite soll das bestehende Rundholzlager ausgebaut werden. Das dient als Pufferlager für Biomasse, für unsere Biomasseheizkraftwerke. Der Kamin wird nicht, wie viele vielleicht erwarten, gesprengt, sondern er wird, man kann sich das so vorstellen, wie ein Baum gefällt. Und zwar so, dass auf der einen Seite, auf der östlichen Seite, wird der Beton in einer Keilform herausgebrochen, und dann wird auf der Gegenseite eine Seilsäge installiert und schneidet so lang Beton mit Bewehrung durch, bis der Kamin fällt. Damit er auch ganz sicher in die richtige Richtung fällt, ist zusätzlich ein Seil am Kamin befestigt, und über Umlenkrollen wird ein Bagger hier mit einer Zugkraft von ungefähr 12 Tonnen anziehen. Und dann sollte eigentlich nichts mehr passieren, außer dass der Kamin in die richtige Richtung fällt.